Was geht ab, meine kleinen Russ? Hier ist Rahim. Ihr habt richtig gehört, hier ist Rahim. Und hier gibt es die krassesten Musikanalysen, Reactions, Mashups, Produktionen, alles, was mit Audio, Musik oder sonst irgendetwas zu tun hat. Leute, guckt euch das mal an. 9051. Und dieses Paket wartet trotzdem noch auf euch. Okay, fast. Wir kriegen das diese Woche aber noch hin. Ich brauche das gar nicht mehr zu sagen, weil ihr seid viel zu krass. 17.700. Was ist los mit euch? Es ist unglaublich. Trotzdem, ich gucke in die Analytics von YouTube, da gibt es so Analysen, da kann man schauen. 70% der Leute, die meine Videos gucken, sind keine Abonnenten. Warum? Warum? Blende ich diesen Abo-Dingsbums da zu selten ein oder was? Ich weiß auch nicht. Naja, ihr wisst Bescheid. Glöckchen, dies, das, hinher. Ihr könnt Abo da lassen. Oder auch nicht. Wenigstens einen Daumen. Nee, lasst ein Abo da und einen Daumen. Das ist ja immer noch das Fairste und Coolste. Ey, Leute, ich bin in dieser neuen Welt angekommen. K-Pop. Erstmal Pop, okay? Ich weiß, es gibt noch K-Rap und K sowieso, also alles koreanische Musik, ist schon klar. Aber die große Eingangspforte in diese koreanische Musik ist ja jetzt aktuell, gerade für mich zumindest, erstmal K-Pop vor allen Dingen. Man sieht aber auch international sind ja sehr viele unterwegs da jetzt. BTS, Blackpink, BTS war jetzt zum Beispiel auch bei SNL, Alter. Saturday Night Live. Ja, wo gibt's denn sowas? Das heißt, die sind international angekommen und die tun auch einiges dafür, wie zum Beispiel diese Jungs hier, Monster X. Ich habe von denen noch gar nichts gehört, gar nichts vorher, aber ihr habt das so oft in die Kommentare geschrieben. Erstmal danke, dass ihr so fleißig schreibt hier als Community, dass wir da zusammen die Sachen ausarbeiten. Weil ihr habt ja die ganzen Background-Infos und wer ist der Coolste, wer ist der Krasseste, wer ist der Gechillteste und so weiter und so weiter. Und jetzt höre ich mir diese Nummer von Steve Aoki an und bin gespannt, sage ich mal. Läuft's? Ja. Oh. Tesla Model 3. Steffen. Schallplatte. So hört es sich an, wenn man die Nadel auf die Schallplatte setzt. Das mache ich auch immer so. Ich spiele immer meine eigene Musik rein. Schöne Bandmaschine. Hold tight for me, don't get comfy. My type I see, and I know that you know me. Direkt groovy, Alter, direkt groovy. Warum? Oh, hat der Mobstar gerade gebellt? Direkt groovy, weil, achso, nein. Leute, ich habe diese, ich dachte gerade, mein Hund hätte gebellt. Dabei ist es die Uhr, weil ich habe den Sound eingestellt, dass wenn ein neuer Instagram-Abonnent kommt, dass das bellt. Ich bin so ein Idiot, Alter. Und zwar die Kick, das ist so eine typische EDM-Kick oben mit so einem, also oben, ich meine im Frequenzband oben, oder halt rechts, je nachdem wie ihr schaut. Oben hat es auf jeden Fall so einen Höhenanteil, dass so ein Klick-Sound, so ein ich kann das mit dem Mund nicht nachmachen. Es ist so ganz kurz, so ein ganz kurzes Zisch-Puffen-Ding ist das. Und groovy, weil Hold tight for me, don't get comfy. My type I see, and I know that you know me. I'm my feet. so schöne, warme Chords, die hier spielen. Es erinnert mich an so ein, jetzt sitzt es hoch. Es erinnert mich an so ein Chicago House-Stil-Genre, Song-mäßig. Also sind so Fifth und Seventh Akkorde. Ah, nice. Da sind die Doubles, also ne, Main Vocals hier wieder schön Mitte und dann die Doubles hier auf rechts, links schön gemischt. Und die Jungs haben ja super klare, cleane Stimmen, richtig nice, aber sie akzentuieren richtig nice. Achtet mal hier drauf, hört euch meine Analysen unbedingt mit Kopfhörern an. Hier auf dem rechten Ohr macht er seinen Double mit so einem so ein rein sexyen. Also da merkt man, dass die halt Profis sind, da so Mini-Akzente reinsetzen, da muss man ein gekonnter Sänger sein. Gekonnter Sänger. Ein geübter Sänger.
Yeah, yeah, yeah. Oh, geile Penflips, Alter. Hab ich früher in der Schule auch immer gemacht. The cartel. Yeah, 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 yeah. I'm addicted to right now. Auch schön hier die Harmonien drauf auf der Stimme. Yeah, yeah. I'm addicted. Sogar mit Falsetto noch. It's gonna be the cartel. Cause we look like the cartel. Yeah, 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 yeah. I'm addicted to right now. And I want it to stay round. Tell your powers to calm down. Yeah, 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 yeah. There's something about you. Baby, I like the way that you can move around the place and make. Ja, jetzt wird's richtig groovy, weil der Bass kommt rein. Dudum, dum, dudum, dum. Way that you can move around the place and make me dancing in my face. So I just play it cool. Baby, I like the way that you can move around the place and bring me dancing in my face. So I just Dann kommt Disco-stilmäßig die Offbeat Hi-Hat. and bring me dancing in my face. So I just play it cool. Sagt der I speak French, oui? I speak French, oui. It's la La vie. vie. Geil. Your energy taking over me, don't stop. Got me feeling a whole lot. Tell your powers to calm down. Yeah, yeah. Ist der Part jetzt nicht viel kürzer gewesen? Me, don't get comfy. Love me, Ja, die haben den zweiten Verse haben die ganz schön gekürzt hier. me don't stop. Got me feeling a whole lot. Tell your powers to calm down. Da haben die so einen richtigen Alarmsound wieder reingebaut. Got me. Oh, der ist auch nice hier am Anfang. Ganz oben im Frequenzband. Oh, so einen alten Sony Camcorder hatte ich auch mal. Me don't stop. Got me feeling a whole lot. Tell your powers to calm down. Yeah, yeah, yeah. Achtet auf sowas. Die kündigen euch in der Produktion so die nächsten Parts im Arrangement immer an, indem die eben so Soundeffekte im Endeffekt reinmachen. Ja. Don't stop. Got me feeling a whole lot. Tell your powers to calm down. Yeah, 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 yeah. There's something about you. Baby, I like the way. Okay. Hier haben sie nicht. There's something about you. Baby, I Da haben sie einen Drum-Fill-In reingemacht in diesen ganz kurzen Zwischenparts, bevor man in die Hook reingeht. There's something about you. Baby. Das war vorher, glaube ich, nicht. Warte mal, ich muss das hören. Sorry, Leute. Ihr wisst Bescheid, ich stoppe viel, weil ich die Dinge analysiere. Wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr das Video an einem Stück gucken wollt, was ihr bestimmt eh schon gemacht habt, dann geht in die Beschreibung und klickt da auf den Link, um das Originalvideo zu schauen. Ich muss die Dinge mal auseinandernehmen, weil mich interessiert das selber ja auch mal richtig. So I just play it. Also ich wollte jetzt nur vergleichen, ob die vor der Hook bei dem ersten Mal auch so ein Drum-Fill-In hatten oder es da stiller gelassen haben. Move around. I just play it cool. Aha, seht ihr? Da ist mir noch... da ist der nächste, danke. Da ist mir was aufgefallen. Und zwar haben die hier ein Clap, Splash-mäßig da was reingehauen, das diese Lücke füllt, aber alles andere ist weg. Und so, finde ich, kickt die Hook einfach nochmal viel krasser. Also kommt die Kick viel krasser rein, weil wir vorher weniger Instrumente haben. Finde ich cooler hier. So I just play it cool. Ne? Cool. Einmal noch. Dancing in my face. So I just play it cool. Und hier ist es, in der zweiten Hook ist es anders. Move around the place and bring the dancing in my face. So I just play it cool. Hä? Das ist ja gleich. Warte mal, dann war das ein anderer Part. And bring the dancing in my face. So I just play it cool. Baby, I like it. Yeah, Bin ich jetzt doof? yeah, yeah. There's something about you. Baby, I like the way. Okay, das war quasi ein Jetzt habe ich 10 Stunden das auseinandergenommen, dabei war das ein anderer Part. Das ist die Hook nochmal vor der Hook. Pre-Chorus, obwohl sie genau das gleiche singen, nur vom Aufbau der Instrumente ist es anders. Okay, gut.
Baby, I like the way that you can move. Yeah, yeah, yeah. Got me feeling a whole lot. Tell your powers to calm down. Yeah, 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 yeah. There's something about you. Baby, I like the way that you can move around the place. And when you dance it in my face, oh, I just play it cool. Baby, I like the way that you can move around. Okay, ja, okay, ich verstehe. Das ist vom Arrangement sehr speziell, sage ich mal. Also die haben da ein bisschen rumgebastelt, die haben den Verse kürzer gemacht. Ja, es ist halt eher ein EDM angelegt. Die haben den zweiten Part kürzer gemacht, damit die mehr Hook drin haben können. Diese Hook ist ja auch von einem anderen Song. Ich weiß gerade nicht, welcher Song. Oder? Bin ich doof? Bilde ich mir das gerade ein? Oder habe ich den Song von denen schon mal gehört? Nee, das Original ist von jemand anderem. Richtig, schreibt es in die Kommentare. Ihr wisst das immer besser als ich. Auf jeden Fall wollten die einfach mehr Hook drin haben, weil es eben ein Dance-Song ist, nehme ich mal an. Also, das ist deswegen... Also, es ist ein Dance-Song, das ist klar, aber ich nehme an, dass sie es deswegen so gemacht haben. Und hier kommt so ein Sub-Downer, so ein Buh. Ne, der fängt relativ weit oben frequenzbandmäßig an und dann setzt er sich runter. Und den haben die als Übergang benutzt, um die Drums hier dann rauszulassen plötzlich. Also vor allen Dingen die Kick und der Bass fehlen. Sonst da percussionmäßig ist da noch was los. Die Offbeat Hi-Hat, Disco Hi-Hat ist drin. Und hier haben sie das mit dem wieder dann gemacht. Der Vocal, der hier drauf ist, schon super geil effektiv. Und dann wird der hier nochmal tiefer gesetzt. Und so hat man dann, obwohl es genau das gleiche ist, einfach nochmal so einen Wechsel, dass das nochmal frischer klingt. Ziemlich cool, aber und hier auch darauf achten, ne, dass der nächste Part wird auch wieder eingeleitet mit diesem mit diesem synthetischen Becken-Sound, das da nochmal richtig wegklatscht. Oh, ist gar nicht auf die 1. Kommt sogar vorher, nicht genau auf die 1, sondern ich glaube, das war auf die 4 und das hat dann nochmal mehr einen Überraschungseffekt. The way that you can move around the place, and when you dance it in my face, oh, I just play it cool. Baby, I like the way that you can move around the place, and when you dance it in my face, oh, I just play it cool. Ja, und nochmal die Hook. Und nochmal die Hook. Aber ein bisschen anders als vorher, weil muss ja was Frisches sein. So I just play it. Ne, kurz mal die Drums raus. I like the way that, oh, I just play it. Hier aber auf die 1 mit eben diesem Becken eingeleitet. Ja, okay, kann man machen. Man hört zwar dominanter die höhere Stimme, die hier singt, gerade in dem Part, aber da ist aber auch eine tiefe Stimme drunter, die dem Ganzen so ein bisschen unten noch Saft gibt. Oh, ganz kleiner Funfact am Rande, was so Videos betrifft, immer wenn so Konfetti oder konfettiartiges Zeug ganz viel durchs Bild flackert, in diesen Streaming-Anbieter-Videokodierungsgeschichten sieht das dann immer so aus, als ob auf einmal die Bildrate sich runterschraubt auf 360 Kartoffel-P
Ist aber gar nicht der Fall. Das liegt einfach nur an der Codierung, habe ich mal erfahren. Weil ich habe mich schon mal immer gefragt, warum sieht das immer so scheiße aus, wenn da auf einmal so Konfetti oder so viele kleine Partikel runterkommen. Dass die Codierung, wie das komprimiert wird, die Videos, die können das nicht anders verarbeiten. Das sieht dann immer so aus. Und ich finde das immer ziemlich schade und wundere mich, warum es dann trotzdem noch so oft in Musikvideos benutzt wird oder auch in, ja gut, in Filmen. Die werden ja dann auch mal in den Kinos gezeigt, aber finde ich richtig doof. Also jetzt nicht von den Jungs, sondern dass das so ist. So. Also es hat jetzt nichts mit den Jungs zu tun. Kommt noch so ein oder sowas rein. Cool. Ging irgendwie schnell vorbei, weil wir auch ziemlich auf die Hook gehört haben, muss ich sagen. Ja, also es war jetzt für mich nicht so K-Pop-typisch, das, was ich an K-Pop bisher kenne, ne? Ihr wisst Bescheid, ich bin da jetzt gerade erst neu drin. Coole runde Nummer auf jeden Fall. Klingt mir aber sehr nach dem Einfluss von Steve Aoki und amerikanisch, international. Wir müssen da was rausbringen, was jeder auf der ganzen Welt verstehen wird. Und ja, also es ist eine runde EDM-Nummer. Ich finde keine, die jetzt überblastet, weil auch die Hook, die ist schon bekannt. Die ist aus irgendeinem House-Song von vor 20 Jahren oder so, bin ich mir sicher. Bitte schreibt das jemand in die Kommentare. Mir fällt es gerade nicht ein. Ja, witzig. Hier schreibt auch einer, warte mal, da wechsle ich hier die Ansicht gerade. Da schreibt ja auch einer, not a fan of K-Pop, but I am of EDM and I must say, this slaps. Gut, weiß ich nicht. Genau das meinte ich damit. Also Leute, das ist wahrscheinlich auch genau die Zielgruppe gewesen, Leute, die keine K-Pop-Fans sind, aber gerne EDM hören und das ist gefühlt jeder zweite oder dritte, weil EDM irgendwie aus gewissen Gründen einfach gut funktioniert, gerade im Mainstream, was wir ja die letzten Jahre schon immer wieder gesehen haben, kann man so die Jungs in EDM in den Mainstream oder einfach ihre Reichweite ausbauen. Und ich denke, das war hier auch Absicht. Ich muss mir jetzt definitiv noch ein paar andere Sachen von Monster X anhören. Ich habe da noch einiges von Monster X in meiner Liste. Das war nur so oft angefordert und gewünscht, dass ich das als erstes genommen habe. Und ich glaube, ich bereue es ein bisschen, weil mir fehlt gerade dieser geile, frische, neue K-Pop-Faktor. Weil die Jungs haben jetzt als alles gut abgeliefert, alles sauber, kann man überhaupt gar nichts sagen. Aber da war jetzt auch eine durchgehende gleiche Nummer, irgendwie so kleine, minimale ihr seht, ich bin nicht ganz überzeugt, aber ich bin mir sicher, dass es nicht an Monster X liegt, sondern eher an Steve Aoki oder an den Produzenten von ihm. Und da sind auch schon wieder die nächsten dabei. Guckt euch das mal an, richtig krass. Und das Paket, ihr wisst Bescheid. Es wartet immer noch auf euch. Ich brauche nicht mehr viel sagen. Ich glaube, ich habe genug gesagt. Ich bin jetzt echt so ein bisschen so, ja, mir fehlt gerade der K-Pop-Zauber. So. Wisst ihr, was ich meine? Also ich bin gerade erst neu in dieser Welt und jedes Mal, wenn ich so einen K-Pop-Song hatte, war das immer so, oh, ey, cool, irgendwas war so, wo ich dachte so, hey, krass, geil. Ja, so, ich habe das verschlafen und hier ist es so, ja, habe ich jetzt mein ganzes Leben lang gefühlt schon gehört, so etwas. Also, no hate gegen Monster X. Ich bin mir 100% sicher. Ich habe leider noch nichts anderes von denen gehört. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es so Richtung Steve Aoki, Label, irgendwas, Star-Produktion, dass die halt was Internationales haben wollten oder halt ein Monster X-Label. Whatever, man. Ich beende es hier. Ich bin gespannt auf die nächsten K-Pop-Nummern und lasst auf jeden Fall noch ein Like auf Instagram da, damit endlich dieses blöde Paket ausgepackt wird. Ich habe so viel Geld hier reingesteckt und dann dummerweise sage ich jetzt auch noch, ja, haha,
Ich warte einfach noch, bis 10.000 sind, weil geht ja ganz schnell. Geht ganz schnell. Ganz schnell. Ganz